Fast 2 Kilometer lang, 155 Meter hoch und jede Menge grüner Strom. 2011 legte Äthiopien den ersten Stein für den Grand Ethiopian Renaissance Dam, einen riesigen Staudamm. Das Problem dabei? Ägypten hat Sorge, dass der Damm die Wasserversorgung verringert. Und deshalb gibt es sogar Befürchtungen, dass dieser Damm einen Krieg zwischen Äthiopien und Ägypten auslösen könnte. Also, ist es wichtiger, grünen Strom zu produzieren oder den Zugang zu lebenswichtigen Ressourcen zu erhalten? Wie kann man die Grundrechte von Millionen von Menschen gegeneinander abwägen? Und steht uns wirklich ein Wasserkrieg bevor? Genau darum geht es heute bei Dr. Watson. Wenn es um Grundrechte und elementare Ressourcen geht, dann gerät Naturschutz schnell ins Hintertreffen. Weil viele von euch deswegen etwas unternehmen wollen, aber oft nicht wissen wie, stelle ich am Ende des Videos das Naturschutzteam Planet Wild vor. Bleibt also bis zum Schluss, denn für die ersten 500 unter euch gibt es einen kostenfreien Naturschutzmonat bei Planet Wild. Äthiopien liegt am Horn von Afrika. In den letzten Jahrzehnten ist die Bevölkerung dort explosionsartig gewachsen. Die Gesellschaft ist gespalten in verschiedene ethnische und religiöse Gruppen und noch immer stark geprägt vom Bürgerkrieg der letzten Jahre, durch den schätzungsweise 500.000 Menschen gestorben sind. 2015 lebten noch 27% der Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze und fast 60% haben keinen Zugang zu Elektrizität. Der Grand Ethiopian Renaissance Dam, also der GERD, ist ein riesiger Staudamm, der die Lebensbedingungen im Land verbessern soll. Der Damm ist 1,8 Kilometer lang und fast so hoch wie der Kölner Dom. Das Reservoir fast 74 Kubikkilometer, also anderthalb Mal so viel wie der Bodensee. Die Turbinen haben eine installierte Gesamtleistung von 5150 Megawatt und sollen pro Jahr laut dem Bauunternehmen 15,7 Terawattstunden produzieren. Das bedeutet, dass die Kapazitäten des Landes nur durch dieses eine Projekt mehr als verdoppelt werden. Der Damm kann also wirklich was ausrichten. Deshalb hat der GERD für Äthiopien eine immense Bedeutung. Aber es gibt noch einen weiteren Grund, warum der GERD so wichtig ist, und dazu kommen wir gleich. Okay, aber wie funktioniert so ein Staudamm eigentlich wirklich? Er staut den Fluss auf, sodass ein Reservoir oder Stausee entsteht. Wenn Strom produziert werden soll, dann wird das Wasser durch Rohre geleitet und treibt eine Turbine an. Je größer der Höhenunterschied zwischen See und Turbine, desto mehr Energie kann gewonnen werden. Ein Vorteil von Speicherkraftwerken im Gegensatz zu Solar oder Wind ist, dass man zeitlich flexibel Strom erzeugen kann. Der GERD staut den sogenannten Blauen Nil auf. Er ist im Jahresmittel der mit Abstand größte und wichtigste Zufluss für den Nil und entspringt im Tana-See in Äthiopien. Stromabwärts im Sudan fließt der Blaue Nil mit dem Weißen Nil zusammen. In Ägypten mündet der Nil dann ins Mittelmeer. Ägypten leidet unter Wasserknappheit. Seit 1994 wird dort mehr Wasser entnommen, als nachfließt. Ein Problem, das unter anderem durch den Klimawandel und das rasante Bevölkerungswachstum nur noch verstärkt wird. In den letzten 25 Jahren ist die Bevölkerung um fast 60% gewachsen. Und 95% der Menschen in Ägypten leben nur wenige Kilometer vom Nil entfernt, auf einem Bruchteil der riesigen Landesfläche. Der Nil ist also im wahrsten Sinne des Wortes die Lebensader Ägyptens. Und das ist der Grund, warum der GERD für Ägypten eine existenzielle Bedrohung darstellt. Als der Damm gebaut wurde, stand der Sudan nicht nur geografisch, sondern auch in den Verhandlungen zwischen den anderen beiden Ländern. Mittlerweile steht er aber auf Ägyptens Seite. Okay, der GERD ist zwar noch nicht ganz fertig, aber seit 2022 wird dort Strom produziert. Und schon seit 2020 wird das Reservoir in mehreren Phasen gefüllt. Und genau dieses Wasser fehlt dann natürlich in Ägypten und im Sudan. Es geht also gar nicht darum, dass Äthiopien Wasser entnehmen könnte, sondern um die Fülldauer des riesigen Reservoirs. Äthiopien will das Reservoir natürlich so schnell wie möglich füllen, um möglichst viel Strom zu produzieren. Ägypten und der Sudan wollen, dass sich Äthiopien dafür Zeit lässt, um die Gefahr eines Wassermangels zu minimieren. Um diesen Konflikt zu klären, gab es schon viele Verhandlungsrunden, aber bis heute keine Einigung. Es fehlen auch noch Regeln für die spätere Steuerung des Damms. Wie viel Wasser muss in Dürrezeiten abgegeben werden? Und wie sieht es mit besonders starken Regenperioden aus? Letztes Jahr hat Äthiopien die 4. Füllphase abgeschlossen und damit rund ein Drittel des Reservoirs gefüllt.
Zeitgleich wurden die Verhandlungen erneut aufgenommen und sind erneut gescheitert. Dazu kommen Sorgen um die Sicherheit des Damms. Wenn es zu Schäden am Damm kommt, würde das zu Überflutungen im Sudan führen und Äthiopien könnte selbst in diesem Fall nicht für Flutschäden verantwortlich gemacht werden, zumindest aktuell. Das ist auch immer wieder Teil der Verhandlungen. I am telling our brothers in Ethiopia, let's not reach a point where you touch a drop of water from Egypt. Because all options are open. Referencing past regional conflicts, Sisi added that the costs of such confrontations were known. Puh, okay. Wo führt das alles hin? Äußerungen von Ägyptens Präsident al-Sisi wurden schon mehrfach als militärische Drohungen verstanden. Und Ägypten hat das größte Militär Afrikas. Gibt es also einen Krieg um den Nil? Das kann man natürlich nicht mit absoluter Sicherheit voraussagen. Wir können nicht in die Zukunft schauen, aber Expertinnen und Experten meinen, dass eine militärische Auseinandersetzung eher unwahrscheinlich ist. Eine Sache können wir aber sagen, das hier wird ziemlich sicher nicht passieren, weil das katastrophale Fluten im Partnerland Sudan zur Folge haben würde. Ägypten ist gerade von 3 Kriegen umgeben. In Gaza, in Libyen und im Sudan. Da haben die Wasserproblematik und der GERD einfach nicht die höchste Priorität. Ein Krieg ist auch teuer und aufwendig. Von der ägyptischen Grenze bis zum GERD sind es über 1200 Kilometer. Wir hoffen natürlich, dass Ägyptens Rhetorik eher Druck aufbauen soll, als tatsächlich einen Krieg anzubahnen. Gleichzeitig muss sich aber auch Äthiopien behaupten und will nicht einknicken, weshalb es das Reservoir halt weiter füllt. Aber wie könnte sich der Konflikt sonst lösen lassen? In vielen Fällen versuchen die Parteien Konflikte indirekt auszutragen. Die Staaten arbeiten dann daran, mit anderen Handelspartnern ihre Interessen durchzudrücken, Allianzen zu bilden und Deals auszuhandeln. Und genau das könnte auch im Fall von Äthiopien und Ägypten wieder passieren. Beide Länder sind dem Staatenbund BRICS beigetreten. Beide wollen beim Krieg im Sudan als Vermittler wahrgenommen werden und Russland vertieft seine Beziehungen zu beiden Ländern, um seinen Standpunkt in Afrika zu stärken. Es gibt also Mittel und Wege, die eigene Macht ohne Waffen auszubauen und einen Konflikt auch so zu führen. Das ist natürlich besser als mit Waffen, aber ein Problem direkt anzugehen, sieht anders aus. Wir hatten ja vorhin schon darüber gesprochen, dass der GERD für Äthiopien extrem wichtig ist. Einerseits wegen der Stromproduktion, aber andererseits auch symbolisch. Ein solches Megaprojekt kann die Bevölkerung hinter einem großen Ziel vereinen. Gleichzeitig ist das auch ein Instrument, das Machthaber häufig nutzen, um sich zu legitimieren. Solche Projekte sind etwas, worauf sich große Teile der Bevölkerung einigen können, weil sie für eine Verbesserung der Lebensumstände stehen. Und als so ein Megaprojekt, das alle abholen soll, kann man auch den GERD sehen. Der Damm ist also ein Instrument dafür, Zustimmung für den Ministerpräsidenten von Äthiopien, Abiy Ahmed, zu sichern. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch ein Projekt, das die Lebensumstände im Land verbessern wird. Auch auf Social Media sprechen sich viele öffentlich für den GERD aus. Und die Staatsmedien haben online einen großen Einfluss. Viele Äthiopier sind sogar finanziell involviert, denn ein Teil der Gelder wurde durch Crowdfunding eingeworben. All das trägt dazu bei, dass sich die Bevölkerung mit dem Damm identifizieren kann. Der GERD wird zu einer Projektionsfläche. Wasserkraft ist grüner Strom und damit gut, oder? Naja, Wasserkraft ist zwar grün im Sinne von CO2-arm, aber nicht unbedingt umweltfreundlich. Wasserkraftwerke unterbrechen Flüsse und greifen damit stark ins Ökosystem ein. Durch das Aufstauen verändert sich der komplette Lebensraum. Dynamische Systeme werden in statische verwandelt. Die heimischen Lebewesen sind ans Leben im Fließgewässer angepasst, aber das gibt es plötzlich nicht mehr. Ein Fluss transportiert aber nicht nur Wasser, sondern auch Sedimente, also Schlamm, Sand und Steinchen. Durch den Damm kann das Sediment aber nicht flussabwärts fließen, sondern lagert sich im Reservoir an, sodass weniger Platz für Wasser im Stausee bleibt. Unterhalb des Staudamms fehlt dann nicht nur das Wasser, sondern eben auch das Sediment selbst. Normalerweise hält sich die Menge, die ein Fluss abträgt, und das, was er anlagert, ungefähr in Waage. Aber durch die Dämme wird das aus dem Gleichgewicht gebracht und das erodiert nach und nach das Flussbett und die Deltas. So ein Staudamm hat also eine im wahrsten Sinne des Wortes einschneidende Bedeutung für ein Ökosystem. Natürlich ist es gut, dass Äthiopien nicht auf fossile Energieträger setzt, aber komplett treibhausgasneutral ist Wasserkraft auch nicht. Und das liegt nicht nur an den Dämmen selbst, nein, es liegt auch an den Stauseen.
Hier wird nämlich Methan freigesetzt, weil Biomasse zersetzt wird, was in einem Fluss nicht passieren würde. Insgesamt ist Wasserkraft immer noch deutlich besser fürs Klima als fossile Brennstoffe, aber das Thema ist noch unglaublich viel komplexer als das. Also schreibt uns gerne mal in die Kommentare, wenn ihr dazu noch mehr Infos haben wollt. Dann machen wir gerne dazu noch ein extra Video. Was heißt das jetzt alles? International ist die Lage einfach mega komplex. Der GERD liegt an einem Hotspot. Zwischen den Ländern in der Region gibt es so viele verschiedene Konflikte, dass es kaum möglich ist, den Überblick zu bekommen, wer welche Interessen hat und sie durch welchen Weg durchsetzen möchte. Für Äthiopien ist der GERD innen- und außenpolitisch ein wichtiges Signal, um sich zu behaupten. Gleichzeitig wollen sich die anderen Parteien nicht unterbuttern lassen. Es gibt einfach kein Playbook für solche Verhandlungen. Äthiopien will sich entwickeln und setzt große Hoffnungen in den GERD, um das Land zu einen und mit Strom zu versorgen. Ägypten und der Sudan haben Angst vor einer Verstärkung des Wassermangels. Und all das ist nachvollziehbar. Das alles sind Probleme, die man einfach nicht so gegeneinander abwägen kann. Oder sollte. Auf ökologischer Ebene ist die Sache auch nicht einfach. Staudämme sind ein großer Eingriff in die Ökosysteme, aber obwohl Wasserkraft nicht unproblematisch ist, sollte man auch nicht ignorieren, dass hier CO2-armer Strom für Millionen von Menschen erzeugt wird. Alles in allem gibt es leider nicht die eine technische Wunderlösung, wenn es um nachhaltige Energieversorgung oder Naturschutz geht. Speziell bei Natur- und Artenschutz zeigt sich ja immer wieder, dass individuelle Lösungen die bessere Wahl sind. Und das Tolle ist, dass es Menschen gibt, die genau solche Lösungen anbieten, und zwar Planet Wild. Dieses Team aus Berlin reist von einem Ökosystem zum nächsten und erarbeitet vor Ort bedarfsorientierte Problemlösungen. In einem Monat treiben sie die Renaturierung der Oder voran. Wahrscheinlich erinnern sich die meisten von euch noch an das mysteriöse Massensterben von Fischen in der Oder. Und in einem anderen schützen sie afrikanische Elefanten, interessanterweise mit Hilfe von Bienen. Ihre Projekte dokumentieren sie dann in Form von spannenden Videos hier auf YouTube. Links zu den Videos findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und das Beste ist, dass man sie ganz bequem von zu Hause aus unterstützen kann. Bereits ab 6 € im Monat könnt ihr Teil der Planet Wild Community werden und als digitale Naturschützer euren eigenen Beitrag leisten. Es ist quasi Crowdfunding für die Natur. Damit ihr das unverbindlich einmal ausprobieren könnt, gibt es für die ersten 500 Personen, die sich über den Link in der Videobeschreibung anmelden, den ersten Monat Naturschutz kostenfrei gestellt. Und falls es euch dann doch nicht gefällt, dann könnt ihr jederzeit kündigen. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen und bleibt neugierig. Euer Cedric.